Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen und wir genießen gemeinsam den schönsten Blick, den Wien zu bieten hat. Der sogenannte Canaletto-Blick. Bernardo Bellotto, auch Canaletto genannt, nach seinem Onkel Antonio Canal, bei dem er gelernt hatte, wird er sich als kleiner Canal, Canaletto benennen, bekommt von Maria Theresia, der Erzherzogin, der Herrscherin, der ersten weiblichen Herrscherin dieses Habsburger Reiches, den Auftrag, wichtige Ansichten ihres Landes, ihrer Residenzhauptstadt malerisch zu fertigen und umzusetzen. Und so wird Bernardo Bellotto den Blick über ihre Residenzhauptstadt Wien aus dem oberen Belvedere malen, jenem Ort, der von Maria Theresia benannt wurde, als sie diese Anlage des verstorbenen Prinzen Eugen von Savoyen 1752 von seiner Alleinerbin Anna Victoria von Savoyen käuflich erworben hatte. Und sie blickt aus dem oberen Belvedere, aus dem Gartenpavillon von der Gloriette über ihre Residenzhauptstadt und es entfährt ihr Belvedere. Was für eine schöne Aussicht! Nun, die Aussicht ist beeindruckend, so wie Bernardo Bellotto, Canaletto, sie darstellt, entspricht sie allerdings der realen nur bedingt. Auch wenn sie heute Referenz im Sinne des Weltkulturerbes Wien geworden ist, wissen wir sehr genau, Canaletto, der im Sinne der Vedute, also einer porträthaften Darstellung der Stadt oder des Landes im Sinne der Landschaft, fungiert hier ganz wie die Porträtmaler des späteren 19. Jahrhunderts als einer, der schönt und begradigt, herausstreicht und ganz bewusst pointiert. Er wird die Proportionen ein wenig wandeln, er wird dafür sorgen, dass im Bildnis von der Stadt, so wie sie sich darstellt, alles noch ein bisschen perfekter und noch ein wenig schöner ist als ohne dies in Realita. Zwischen der Salesianerkirche, der mittig gelegenen Kathedrale, nämlich St. Stephan, und der Karlskirche wird er eine perfekte Triangel kreieren, die bis zum heutigen Tag der Maßstab des Blickes vom oberen Belvedere ist. Nun muss man dazu sagen, wir stehen hier auf dem historisch aufgeladenen Balkon des oberen Belvedere mit Blick über die Stadt. Bernardo Bellotto hatte allerdings eine ganz klein wenig andere Standortsituation, nämlich aus einem Oktogon, nämlich dem Westturm, blickte er schräg über den Schwarzenbergpark hinweg auf die Stadt Wien und hielt sie von dieser Perspektive aus fest. Wenn wir von diesem bedeutenden Ort für uns Österreicherinnen und Österreicher heute über Wien blicken, dann kommen wir nicht umhin, die Worte, die der Außenminister Leopold Figl am 15. Mai 1955 zu den tausenden Österreicherinnen und Österreichern, die in der Gartenanlage sehnsüchtig darauf warteten, dass etwas geschieht. Und dieses Etwas wurde mit Leopold Figls Worten benannt mit Österreich ist frei. Auch wenn wir heute wissen, dass er diese unterlegte Version später erst dann im Studio aufgenommen hatte, die Worte entsprechen dem, was vor sich gegangen war. Auf den Barocktischen im Marmorsaal, dem Prunkraum des oberen Belvedere, wurde 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Freiheit Österreichs besiegelt mit dem Paraphieren, mit dem Unterzeichnen des Staatsvertrages, die 4 Außenminister der Siegermächte gemeinsam mit dem österreichischen. Der Blick auf die Gartenanlage birgt aber noch ganz anderes, nämlich historische Aufladung im Sinne von ein ganz ungewöhnlicher und besonderer Ort. François Eugène de Savoie, Piémont, Carignan, Soissons. Prinz Eugen von Savoyen, der sich mit dieser Gartenanlage außerhalb der Stadt eine repräsentative, um seine Macht, Bedeutsamkeit und Karriere erlebbar zu machen, wird er
einen Garten voll exotischer Pflanzen mit einem Orangeriegebäude am Fuße des Hügels errichten lassen. 1712 wird das untere Belvedere als Orangeriegebäude fertiggestellt. 1723 das obere Belvedere, nachdem Prinz Eugen von Savoyen zusätzliche Grundstücke erworben hat, lässt er auf der Anhöhe zur Bekrönung dieser Prunkanlage einen Gartenpavillon errichten, der allerdings etwas groß geraten, etwas hypertroph gestaltet wird, weil der Repräsentationsdruck des Prinzen Eugen von Savoyen inzwischen ein überbordend großer ist. Er empfängt die offiziellen Gäste des Hauses Habsburg in seinen Privathäusern. Der eigentliche Ausgangspunkt war aber der Garten an und für sich. Und einen solchen zu besitzen bedeutet bedeutsam, wichtig und wahrgenommen zu sein. Prinz Eugen lässt Grundstücke am Rennweg erwerben, die er im Sinne des Terrassierens in 3 Ebenen überführen lässt. Er holt sich einen Gartenarchitekten, der als Referenz per se schon dient und wichtig ist, nämlich mit Dominique Girard aus München, den er sich quasi ausborgt. Dieser hatte da einst bei André Le Nôtre in Versailles sein Handwerk gelernt, also eine wichtige Referenz, wenn man bedenkt vor allem auch, dass Prinz Eugen von Savoyen in Versailles ja aufgewachsen ist. Diese 3 Terrassen stehen für die Idee hinter dem Garten, ein Mikrokosmos, den dieser Herrscher, dieser Prinz Eugen über seine Welt blickend errichten lässt. Das oberste Parterre, direkt da, wo sich das obere Belvedere befindet, entspricht in der Philosophie und Konzeption der Gartenanlage dem Himmel, bewacht von den Sphingen. Ein Parterre, das von Broderien, was so viel bedeutet wie Spitzenwerk, geschmückt wird. Also wir wandeln durch einen prächtigen Himmel, in dem wir den kleinen in Voluten sich darstellenden Buchsbaumhecken entlang blickend von einer Farbfläche auf die nächste hinübergleiten. Es handelt sich um farbigen Kies, der jeweils von Buchsbaumhecken wie ein kleines Komma eingesetzt und benutzt getrennt werden. Über die Brunnenanlage, die kaskadenartige Wasserfallstrukturen ermöglicht, die auf das untere Belvedere hinunterrauschen. Ein imposanter Blick, wenn man von diesem Orangeriegebäude, das sommers von Prinz Eugen auch jeweils über mehrere Tage hinweg bewohnt werden kann, blickt. Dann wandern wir seitlich über die Rampen auf das mittlere Parterre, das geprägt ist von Brunnenanlagen und Rasenflächen del Belgrins, die eigentlich ursprünglich von einem Ballspiel zu einem gestalterischen Momentum in der barocken Gartenarchitektur sich entwickelt haben, um dann auf die unterste Ebene, das unterste Parterre hinunter zu wandern, dort, wo sich die Palisaden, die zu Bosketten entwickelt werden, befinden, nämlich zurechtgestutzte Bäume und Sträucher, die wie ein künstliches Wäldchen irrgartenartig uns einladen und veranlassen, hineinzuwandeln, um immer wieder eine neue Perspektive beim Durchstoßen auf diese Gartenanlage zu entdecken. So wie Louis XIV, Ludwig XIV., der Sonnenkönig, in seiner Abhandlung beschreibt, ein Barockgarten soll so erfahren und erlebt werden, dass wir immer wieder eine neue Perspektive entdecken. Entdecken auch Sie neue Perspektiven beim Durchwandern und Durchwandeln dieser Barockanlage, einer der schönsten in Österreich und in Europa. Wir heißen Sie willkommen und freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.